Den nächsten Referenten hier ankündigen zu dürfen. Es handelt sich dabei um die Ansprache des Studierenden, die zur Tradition geworden ist bei unseren Diplomfeiern. In diesem Jahr gehalten von Herrn Matthias Reich. Herr Matthias Reich, wir haben ihn bereits auf der Bühne gesehen, Absolvent, erfolgreicher Absolvent des Studiengangs Energy Systems Engineering und auch eben vorhin gerade gesehen Preisträger eines des beliebten oder begehrten Diplompreises. Bitte, Matthias Reich. Liebe Diplomantinnen, liebe Diplomanten, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, geehrte Departementsleitung, geehrte Dozierende. Mit der heutigen Diplomfeier geht eine abwechslungsreiche und spannende, schöne und wohl immer auch wieder mal anstrengende Zeit zu Ende. Versucht man, unser Studium mit dem Sport zu vergleichen, kann man sich streiten, ob diese Veranstaltung heute nun der An- oder der Schlusspfiff ist. Das ist, wie so oft, eine Frage der Perspektive und davon, wie man die Systemgrenzen setzt. Die Frage erübrigt sich ein Stück weit, denn Sie alle kennen den Ausdruck, nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Zutreffend für das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, wäre vielleicht das Bild eines Orientierungslaufes. Wir haben alle am selben Start begonnen und sind alle am gleichen Ziel angekommen. Um dieses Ziel zu erreichen, hatten wir eine Landkarte und einen Kompass. Landkarte und Kompass waren in unserem Fall konkret das Curriculum, das uns den Studienweg wies. Wie beim Orientierungslauf mussten auch wir auf unserem Weg eine Reihe von Kontrollpunkten in der richtigen Abfolge ablaufen. Die Route zwischen diesen Wegmarken mussten wir jedoch für uns selber finden. Wenn wir die letzten Jahre Revue passieren lassen, so bin ich überzeugt, stellen wir nicht nur einen enormen Wissenszuwachs fest, sondern eine ebenso große persönliche Weiterentwicklung. Es sind Freundschaften entstanden, teils vorübergehende, teils aber auch solche, die noch lange über den heutigen Tag hinaus halten werden. Es gab Momente, in denen wir als Mannschaft Teamgeist an den Tag legen mussten. So zum Beispiel, wenn wir in interdisziplinären Projekten zusammenarbeiten und uns auf andere ein- und verlassen mussten. Und es gab Momente, in denen wir auf uns allein gestellt waren und uns selbstständig zurechtfinden mussten, um die erwarteten Leistungen zu erbringen. Teilweise waren auch das dieselben Projekte. So ein Studium hat auch Parallelen zum Training. Ein Kunstturner verbringt einen großen Teil seiner Trainingszeit am Barren oder an den Ringen. Er trainiert damit seine Kernkompetenz. Daneben muss er aber auch seine übergeordnete Kondition trainieren. So haben auch wir viel Zeit in unserem Fachgebiet investiert. Daneben haben wir uns aber auch anderes angeeignet und unseren Horizont in anderen zusätzlichen Modulen erweitert. Wir haben uns damit Wissen und Fertigkeiten über den unmittelbaren Fachbereich hinaus angeeignet, die im Berufsleben ebenso wichtig sind und uns helfen werden, dort zu bestehen. Wir wurden ermutigt, Verschiedenes auszuprobieren. Einige haben ihr Lieblings- oder Fachgebiet auch erst während dem Studium entdeckt oder es wird noch geändert. Wir haben uns im Laufe des Studiums auch mit verschiedenen Trainingsmethoden auseinandergesetzt. Und gleich wie Athleten und Coaches nicht immer von Anfang an auf der gleichen Wellenlinie sind und lernen müssen, damit umzugehen, so hatten wahrscheinlich auch einige von uns Vereinsdifferenzierende, auf deren Lehrstil man sich zuerst einlassen musste. Es musste auch gelernt werden, mit Misserfolgen oder verfehlten Zielen umzugehen. Prioritäten mussten gesetzt und vielleicht auch wieder geändert werden. Es musste Disziplin an den Tag gelegt werden. Nicht nur die Disziplin zu lernen und zu üben, sondern auch die Disziplin, sich zwischendurch zu erholen. So stehen wir heute am Ziel dieses Orientierungslaufes und so kitschig es auch klingen mag, wir haben alle gewonnen. Nun stellt sich die Frage, was jede und jeder mit diesem Sieg macht und welches die nächsten Ziele sind. Die einen werden auf Regeneration setzen und eine Auszeit nehmen oder eine Reise machen, bevor sie sich der nächsten Herausforderung stellen. Andere werden versuchen, etwas weiter auf der Motivationswelle zu reiten und gehen gleich an den Start der nächsten Challenge und starten den Master.
Wieder andere wechseln die Liga und suchen ihr Glück auf dem Arbeitsmarkt. Nun, es wird wohl von mir erwartet, dass ich Ihnen im Rahmen dieser Rede auch ein paar Weisheiten mit auf den Weg gebe. Über meine Qualifikation dazu lässt sich streiten. Denn auch wenn ich im Studium keinen Statistikkurs besuchen durfte, bin ich zuversichtlich, dass meine Menge an gewonnener Lebenserfahrung in einer Stichprobe aus diesem Raum noch im untersten Quintil zu liegen käme. Trotzdem wage ich es, nun ein paar Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen, die ich während des Studiums gewonnen habe. Die Stichworte dazu sind Zeit nehmen, dankbar sein, differenzieren und Wissen teilen. Nehmt euch Zeit. Nehmt euch Zeit für das, was ihr gerne tut. Oder vielleicht noch wichtiger, für das, was ihr gerne tun würdet. Ich habe das Studium mit dem klaren Ziel im Kopf angetreten, es nach 3 Jahren abzuschließen und so bald als möglich zu arbeiten. Heute bin ich froh, dass ich mir Zeit genommen habe und mein Studium zugunsten eines Praktikums unterbrochen habe. Und ich bin noch viel glücklicher darüber, dass ich danach mein schulisches Pensum reduzierte und auf meiner sportlichen Karriere den nötigen Platz eingeräumt habe. Wir als Graduierende eines Bachelorstudiums sind und werden privilegiert sein. Privilegiert, unsere Pläne langfristig anlegen zu können. Privilegiert, mit einem breiten Wissen und Weltverständnis unseren Alltag bestreiten zu dürfen. Unprivilegiert, auch in der Behandlung für und die Umstände bei unseren Arbeitsverhältnissen. Und damit privilegiert, uns Zeit nehmen zu können für das, was uns Zufriedenheit gibt und das, was uns Spaß macht. Es liegt nun an uns, dieses Privileg zu nutzen. Wie Christy Broomberg es ausdrückt, Time is precious, waste it wisely. Seid dankbar. Dankbar dafür, dass es uns hier doch sehr gut geht. Dankbar auch für die eben genannten Privilegien. Und dankbar für die hohe Qualität der Ausbildung, die wir genießen durften. Im Gegensatz zu andernorts finanziert in der Schweiz der Staat den Großteil des Studiums. Das ist wesentlich für die Chancengleichheit. Erinnert euch spätestens dann daran, wenn ihr das erste Mal postgraduativ Steuern bezahlen müsst. Erinnert euch daran, dass wir alle, die wir hier sitzen, von dem System profitiert haben und wir nun an der Reihe sind, etwas zurückzugeben. Vielleicht kann das die Qual bei der Errichtung des fälligen Obolus ja etwas lindern. Differenziert. Differenziert und akzeptiert Nuancen. Ein Großteil der Konflikte und Probleme, seien sie global, national oder auch nur im Zwischenmenschlichen, haben ihren Grund oft darin, dass kleine Unterschiede aufgeblasen werden und in einfache Schwarz-Weiß-Denkschemen kategorisiert werden. Solch instinktive Unterteilungen mögen zugegebenermaßen einst ein evolutionärer Vorteil gewesen sein. Als es wichtig war, in den Sekundenbruchteilen zwischen tödlich und förderlich, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wir leben aber nicht mehr in der Wildnis. Wir haben die Zeit und die nötigen Ressourcen zur Reflexion. Die Zeit und die Ressourcen kritisch und differenziert zu analysieren. Also lasst uns das tun. Und lasst uns weniger binär und vielmehr spektral denken. Teilt euer Wissen. Wissen weiterzugeben setzt keine Professur und kein Doktorat voraus. Und es setzt auch keine Stelle als Dozierender voraus. Man kann schließlich auf Facebook neben Urlaubsfoto auch gelesene wissenschaftliche Artikel oder Essays teilen. Oder noch besser, erstellt euren eigenen Inhalt und hilft damit anderen. In welcher Form auch immer, teilt euer Wissen. Mit allen, die aus welchen Gründen auch immer keine Ausbildung hatten, wie wir sie genießen durften. Teilt euer Wissen mit denen, die eine Ausbildung in einem völlig anderen Bereich haben. Wir gehören jetzt zur gebildeten Elite. Es sind oder werden zu Experten in unserem Fachgebiet. Es liegt an uns, im Zeitalter der sogenannten alternativen Fakten, all jene zu überzeugen, die an etablierten und wissenschaftlich belegten, publizierten Fakten zweifeln. Und vergessen wir dabei nicht, man hat bekanntlich nie ausgelernt. Aber man soll auch nie aufhören zu lehren. Lassen Sie mich mit einem Zitat von Molière schließen. Wir sind verantwortlich,
nicht nur für das, was wir tun, sondern gleichermaßen für das, was wir nicht tun. Danke. Aber Ihnen ein Geschenk, ich würde es unter 2 der von Ihnen erwähnten Punkte stellen, vielleicht sich Zeit nehmen und Wissen teilen. Irgendwie steckt das in diesem Geschenk. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.